picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil mit Noire. Wir gehen heute den zweiten Fall an. Im ersten Teil haben wir den ersten Fall schon erledigt, wurden so ein bisschen eingeführt, ein bisschen Tutorial-mäßig und sind dann natürlich, wie das in Rockstar-Spielen so ist, ein bisschen durch die Stadt gecruised. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier rechts rein. Wo müssen wir lang? Da hinten geht's so lang. Da geht's nicht lang, dann gehen wir hier lang. Wow, bloß nirgendwo anecken, das gibt später Abzüge bei den Punkten. Ah, sind schon da. Und jetzt lernen wir wahrscheinlich so ein bisschen, wie eine Schießerei funktioniert. Okay, das hat er automatisch gemacht. RB. Achso. Warum zählt der denn nicht automatisch? Ah doch, macht er. Weapons on the ground now. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Wie kann ich denn schnell gehen? Das ist die Frage. Backup will be. Hab ich vergessen. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to. Zack. Aber da gibt's noch einen. War das eine Granate? Ah ne, ich dachte schon. Die sind bekloppt. Und rauskam. Forward. Stay in cover. Ich bin zu blöd, den zu treffen. Na komm, jetzt aber. Auf, geht doch. Zack, erledigt. That's it. We got them all. I think we got them, Cole. Should be all clear. Warum läufst du denn wie so eine Ente? Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Ja, und das wäre es auch schon gewesen mit unserer ersten Schießerei. Jetzt kommt erstmal wieder die Einleitung in den Fall. Ah ne, Quatsch, das ist eine Rücksicht. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum.
Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Ah, jetzt muss ich ihn verfolgen, okay. Mit T gedrückt und zum Helden, okay. Komm schon. Ich weiß noch, dass das irgendwie ziemlich doof war, dass ich da schon... Okay, das macht er automatisch. Dass ich den im ersten Versuch fast nicht bekommen habe. Irgendwie konnte ich, glaube ich, noch schneller laufen. Ich weiß auch nicht mehr wie. Hold it right there. Ja, super. Jetzt muss ich langsamer laufen, weil er vor mir ist. Das macht natürlich sehr viel Sinn, ne? Aber, ja, genau. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Man muss, wenn man so Treppen hochläuft und so Leitern, muss man nicht um die Ecke lenken quasi. Das macht er alles automatisch. Ja, jetzt. Anstatt ihm mal in den Fuß zu greifen, machen wir lieber langsam, damit wir nicht in ihn reinklettern. Das ist so ein Schwachsinn. Okay. Kollege, auf geht's. Das macht er alles automatisch, da muss ich überhaupt nichts drücken. Das ist ja langweilig. Aber wir sollten ihn ja gleich haben. Irgendwann wird es nicht mehr weitergehen. Zack. Und weiter, 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 weiter. Ja, da vorne ist noch ein Schild, sonst nichts. Ach, du Vollidiot. Looks like we've got the place to ourselves. LT für den Nahkampf. Wie konnte man nochmal blocken? Also. Blau. Versuchen wir das mal mit dem Konter. Zack, zack, zack. Funktioniert. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Ich glaube nicht ganz. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Oh, was war das denn? Hat er ihn ein bisschen geärgert? Buyer beware, Kauf auf eigene Gefahr. Soll das die Übersetzung sein? There's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as a shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Okay, jetzt müssen wir wieder den Leichnam untersuchen. Drehen wir ihn erstmal um. Verwischt ja überhaupt keine Spuren. Und da vorne rechts habe ich noch einen Ring gesehen, der liegt außerhalb. Den Kopf und die Arme. Okay, dann schauen wir erstmal. Weiter kann ich ihn nicht drehen. Da geht nichts mehr, okay. Dann machen wir erstmal den Arm.
Da ist auch nichts. Kann man nichts erkennen. Dann wird aber doch bestimmt was am rechten Arm sein. Komm, erstmal rüber. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Warum sagt er mir doch nicht, soll die Kopf und die Arme untersuchen? Das ist doch Blödsinn. So ein Schwachsinn. Okay, hier haben wir Blutflecken. Und hier ist vielleicht sein Pass drin oder sowas. Bank of Arcadia. $52,50. Payments made. Okay. Ratenzahlungsbeleg. So, ganz schön kleine Raten. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Okay, haben wir erledigt. Dann schauen wir uns mal kurz die Blutflecken hier an. Alright, yes, it's a dead person. Will er nicht? Okay. Komm, geh weg. Genau. Da ist nix. Da waren wir schon. Achso, das kann ich nur wieder rausholen. Okay. Nö. Gut, dann gucken wir mal vorne, weil hier vorne hat irgendwas geglitzert. Genau, da sind Patronenhülsen. Shell casings. These look like 32s. 32er. Okay. Da vorne liegt noch Zeug rum, aber das ist wahrscheinlich was anderes, ne? Aber die Musik hat sich immer noch nicht geändert. Also gibt es wahrscheinlich noch was. Könnte man denn noch gucken? Kam er da raus? Achso. Okay. Gucken wir nochmal hier, ob hier irgendwas rumliegt. Können wir hochgucken? Ne, geht auch nicht. Am Dach kann eigentlich also auch nichts sein. Ins Fahrzeug steigen wollen wir auch nicht. Ah, da ist ein Mülleimer. Hahaha. FN Browning. Serial number 01138. Da müssen wir dem Waffenladen wieder einen Besuch abstatten, um rauszufinden, wem die gehört. Okay. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Ah, das haben wir doch schon, das wollte ich doch gar nicht. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. Okay. Er könnte ja immer noch lügen. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Okay. Ist das die da? Wahrscheinlich. Ne, dieses nicht. Area. You all need to leave. So, jetzt müssen wir noch die Zeugin finden. Vielleicht ist es die da vorne. Die mit dem pinkfarbenen Kleid. Bist du's? Ne, okay. Dann sollen wir doch reingehen. Das, was wir eben schon gesagt bekommen haben, quasi. Ja, die sitzt ja schon so tragisch. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Oh, unser erstes Verhör. Okay. Ja, Fragen erstmal, ne? Augenzeuge, genau. Fragen stehen auf der rechten Seite. Ja, lass mich doch. Ja, kann ich ja nicht. Okay, auf geht's. Tell me exactly what happened, miss. I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front.
I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Ja, müssen wir ja gerade. Ach nee, müssen wir nicht. Also Wahrheit sagen glaube ich nicht. So wie sie die ganze Zeit wegkommt, wirklich zumindest anzweifeln. Aber da das System uns gerade gesagt hat, wenn du glaubst, dass sie lügt, drücke, deswegen drücke ich mal auf Lüge und bin mal gespannt. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? 5 Stück auf dem Gehsteig. Der Ratenzahlungsbeleg. Your pearl earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Okay. Möglicher Mordverdächtiger. Which jewelry store? Hartfield's. Jetzt müssen wir mal genau ins Gesicht gucken. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Okay, sie guckt aber ganz schön zur Seite, ne? Die steckt bestimmt mit unter der Decke. Ich zweifle das, glaube ich, mal an. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Okay, nochmal Details zur How Schießerei. many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Ja, warum sollte ich das anzweifeln? Sie hat jetzt nicht zur Seite geguckt und sie hat ja keine eindeutige Aussage gemacht. Wahrheit. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Okay. Gut, was ist das denn jetzt? We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Okay, jetzt gehen wir den Juwelier untersuchen. Gerade habe ich gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich das schon mal gespielt... Jetzt habe ich umgeblättert. Wir wollen erstmal zum Juwelier. Daran liegt, dass ich es früher schon mal gespielt habe. Aber... Oh fuck. Oh fuck. Das war knapp. Das war auch knapp.
Wir sind auf Level 17 schon. Wahrscheinlich hat er einfach den Spielstand von vor 2 Jahren dafür übernommen und spielt dann immer weiter. Aber so schlimm ist das ja nicht, weil es gibt hier keine Skills oder so, die man lernen könnte. Das sind einfach nur irgendwelche Punkte. Wahrscheinlich gibt es einen Erfolg, wenn man, weiß nicht, Level 50 erreicht oder so. Schauen wir mal hier vorne. Das müsste doch der Juwelier sein, genau. Und wir kommen auf einmal von der anderen Seite. Herzlichen Glückwunsch. So, was es mit dem Juwelier hier auf sich hat, sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao!